Interessierst auch du dich für den irischen Pass als zweite Staatsbürgerschaft? In diesem Video werde ich dir erklären, was du tun musst, um diesen zweiten Pass durch Einbürgerung in Irland zu erhalten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du dich für eine Auswanderung nach Irland interessierst, um zum Beispiel dort zu leben und den irischen Pass zu erhalten, dann lade ich dich zu unserem Seminar Auswandern nach Irland ein, was wir regelmäßig in Cork im Süden der Republik Irland veranstalten. Ich habe selbst in Irland gewohnt mit meiner Familie und in dem Seminar werden wir hier alle Details durchgehen, die du zu einer Auswanderung wissen musst. Welche Dinge sind aus steuerlicher Sicht zu beachten, zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Was hat es mit der Rückfallklausel im deutsch-irischen Doppelsteuerungsabkommen auf sich? Was ist mit Wegzugsteuer, erweitert beschränkter Steuerpflicht? Was ist mit dem Non-Dom-Status? Wie gründe ich eine Firma? Kann ich zum Beispiel eine LLC verwenden, wenn ich in Irland wohne? Was muss ich zum Thema Homeschooling wissen? Und natürlich auch, wie kann ich den irischen Pass beantragen? Das Ganze geht 3 Tage, ist sehr intensiv. Wir lernen dann auch ein bisschen Land und Leute kennen. Wir fahren zum Beispiel zu dramatischen Atlantikklippen und schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Wir haben auch einen irischen Guide dabei, der uns dann abends am Kaminfeuer mit einem Glas Whisky irische Gespenster, Geschichten erzählen kann. Und du kannst schon mal lernen, einen irischen Akzent zu verstehen und zu lieben. Also wenn du nach Irland auswandern möchtest, eine tolle Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, die das Gleiche vorhaben. 3 Tage mit mir in Irland zu verbringen, in Cork im Süden Irlands. Alle weiteren Details und Informationen auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema. Der irische Pass, wir haben das ja schon in mehreren anderen Videos auch behandelt. Schau da also ruhig mal hier auf unserem Kanal nach, such mal nach dem Thema Irland und dann wirst du sicherlich einige Infos finden. Warum ist der irische Pass attraktiv? Nun, Irland ist ein Land mit einem sehr positiven Image. Es ist ein kleines Land, es ist neutral. Es ist nicht verantwortlich für Kriege. Jeder hat die Iren gern. Da wirst du nicht als Kriegstreiber abgetitelt, sondern höchstens als Kampftrinker. Ja, dieses Image haben die Iren nun mal noch international ein gutes Standing, neutral, kein NATO-Mitglied etc. Irland ist natürlich EU-Mitglied, das heißt, du kannst mit dem irischen Pass überall leben. Einer der besten Pässe, die es gibt. Du kannst in sehr viele Länder hier visumsfrei einreisen. Und das Beste ist, du kannst auf allen britischen Inseln mit dem Pass leben. Alle Iren haben gleichzeitig auch ein Recht, im UK zu leben und auf den anderen britischen Inseln, als zum Beispiel Jersey, Guernsey, Isle of Man und Sark. Auch hier interessante steuerliche Vorteile, die sich dadurch ergeben. Und wer jetzt gerade hier über einen Plan B nachdenkt, wer zum Beispiel darüber nachdenkt, seine Kinder vor der Wehrpflicht zu bewahren oder auch sich selbst, der muss sich natürlich mit solchen Themen hier befassen. Der irische Pass wäre nun wirklich einer, wo du sagen könntest, gut, da kann ich die deutsche Staatsbürgerschaft auch aufgeben. Natürlich emotionale Gründe sind natürlich auch noch zu berücksichtigen, aber aus rein rationalen Gründen hast du mit dem irischen Pass ja gleiche Reisemöglichkeiten und eine ebenso gute Reputation sicherlich wie der deutsche Pass auch, möglicherweise sogar eine bessere. Man kann in Irland auch sehr einfach den Namen ändern. Das heißt, wenn du nicht mehr Ulrich Müller, sondern in Zukunft Giesbert von Hohenzollern heißen möchtest, kannst du das sehr einfach in Irland machen und diese Änderung dann auch im irischen Pass hier festhalten und übrigens auch im deutschen Pass, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft nicht aufgibst. Das wird dort dann genauso nachvollzogen. Es handelt sich hier nicht um eine Staatsbürgerschaft per Investment. Du kannst also nicht den irischen Pass kaufen. Du musst also tatsächlich in dem Land leben und das für mehrere Jahre. Das wird also realistischerweise nur funktionieren, wenn du entweder jemand bist, dem das nichts ausmacht, tatsächlich jetzt sehr viel Zeit in Irland zu verbringen, oder wenn es die Notwendigkeit ohnehin ergibt, weil du zum Beispiel Kinder hast. Irland ist ja durchaus ein interessantes Land, wenn du Kinder hast. Ich hatte es schon gesagt, englischsprachig. Homeschooling ist dort erlaubt, sogar in der Verfassung garantiert. Aber natürlich, die Schulen sind auch ziemlich gut. Also meine Kinder sind auch in die Schule gegangen, hat ihnen sehr gut gefallen. Es ist durchaus akademisch anspruchsvoll, aber es gibt eben auch hier noch sehr viele kleine Dorfschulen mit 20, 25 Schülern, die hier vom Staat aufrechterhalten und finanziert werden. Also für Kinder vielfach eine schöne Erfahrung, in Irland auf die Schule zu gehen. Man kann sagen, eine herzliche Atmosphäre und man spürt, dass das Thema Bildung den Iren tatsächlich am Herzen liegt. Also, hier wäre eine Möglichkeit, nach Irland umziehen, die Kinder auf die Schule zu schicken und so wirst du dann in 0, nichts die irische Staatsbürgerschaft bekommen. Was ist nun also dafür notwendig? Als EU-Bürger ist es relativ einfach. Du musst nachweisen, dass du in den letzten 9 Jahren mindestens 5 Jahre in Irland gelebt hast. Du musst hier nicht wirklich die Tage nachweisen, in denen du in Irland anwesend warst, sondern du musst im Grunde genommen deine Ansässigkeit
nachweisen, zum Beispiel über deine Steuererklärung. Du bist ja in Irland nur steuerpflichtig, wenn du dort dich mindestens 183 Tage aufhältst. Die Tatsache, dass du zum Beispiel eine Steuererklärung eingereicht hast und dann entsprechend auch Steuern bezahlt hast nach dem irischen Modell, auch gerne hier unter Nutzung des steuerfreien Non-Dom-Status, sagt aus, ich bin in Irland ansässig. Man kann auch Kontoauszüge einreichen. Du kannst auch Schulbestätigung der Kinder einreichen. Du kannst auch Belege einreichen von deinem Hausarzt, dass du in Irland wohnst. Du kannst Mietverträge einreichen und so weiter und so fort. Was du nicht machen musst, und das ist interessant, du musst hier nicht tageweise nachweisen, dass du wirklich in Irland warst. Also zum Beispiel Passstempel, gibt's ja eh nicht in der EU, musst du nicht zeigen. Du musst hier nicht über Kontoauszüge Tag für Tag nachweisen, wie viel du in Irland warst, aber du musst eben zeigen, dass du in Irland ansässig warst und das für 5 Jahre. Im Hinblick auf die 5 Jahre ist es wichtig, dass du im letzten Jahr, also im Jahr vor der Antragstellung, nicht mehr als 70 Tage von Irland abwesend warst. Wenn jemand wirklich in Irland wohnt, wenn jemand Kinder hat, die da zur Schule gehen, sollte das problemlos hier zu erreichen sein. Diese 5 Jahre, die werden wie im Flug vergehen, das wirst du sehen, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast. Also diesbezüglich sehe ich eigentlich keine Schwierigkeit. Welche weiteren Bedingungen musst du erfüllen? Naja, natürlich musst du of good character sein. Was bedeutet das jetzt? Es gibt hier keine eindeutige Definition. Natürlich musst du ein polizeiliches Führungszeugnis einreichen aus Irland. Wenn du dort einen Eintrag hast, heißt das nicht automatisch, dass du abgelehnt bist. Ja, wie es ja in vielen Ländern durchaus der Fall ist, sondern du hast dann eben die Möglichkeit zu erklären, wie es zu dieser Verurteilung zum Beispiel gekommen ist, was da passiert ist. Und wenn du das hier überzeugend vermitteln kannst, dass du trotz deines Eintrages zum Beispiel hier einen guten Charakter hast, dann wirst du die Staatsbürgerschaft natürlich erhalten. Also es kommt ja auf die Gesamtschau deines Lebens in Irland an und alle Kriterien, die hier entsprechend mit einbezogen werden können. Du musst außerdem versprechen, dass du planst, weiterhin in Irland zu leben. Wenn du jetzt dann sehr kurzfristig wieder Irland verlassen würdest, dann musst du letztlich bestätigen, dass du planst, Irland nur temporär zu verlassen, aber dass du deine irische Staatsbürgerschaft weiterhin behalten möchtest. Und wie üblich in vielen Ländern musst du ein Treueversprechen leisten auf die irische Verfassung. Das erfolgt dann meistens bei deiner Einbürgerungszeremonie. Die Kosten sind ziemlich überschaubar. 175 Euro kostet der Antrag und dann später nochmal 950 Euro, wenn der Antrag hier bewilligt wurde. Noch ein Wort zu den Nachweisen, zu den Dokumenten, um hier deine Residence in Irland nachzuweisen. Da hat der Staat nun ein Punktesystem etabliert zu den verschiedenen Dokumententypen. Du musst pro Jahr insgesamt 150 Punkte erreichen. Für die folgenden Dokumente bekommst du 100 Punkte pro Jahr. Ein Pass mit Einreisestempeln, eine Steuererklärung, eine Bestätigung, dass du Sozialhilfe empfangen hast, Briefe der Steuerbehörde oder einer anderen Behörde. Für die folgenden Dokumente bekommst du 50 Punkte je Dokument. Strom, Gas, Wasserrechnung, Kontoauszüge, Mietvertrag, Lohnabrechnungen, eine Bestätigung deines Arbeitgebers oder auch eine Bestätigung eines Hausarztes. Insgesamt musst du 150 Punkte pro Jahr erreichen. Wenn du zum Beispiel eine Stromrechnung hast, einen Mietvertrag und einen Kontoauszug, hättest du 150 Punkte. Das musst du dann für 5 Jahre bringen. Und damit kannst du dann die Einbürgerung beantragen, unter der Annahme, dass du nachweisen kannst, dass du im letzten Jahr Irland für nicht mehr als 70 Tage verlassen hast. Also alles in allem eigentlich ein ziemlich ziviles Verfahren. Das ist dramafrei in Irland, das muss man sagen. Du kannst davon ausgehen, dass die Bearbeitungszeit rund 2 Jahre in Anspruch nimmt. Das heißt also, realistischerweise kannst du 7 Jahre nach deinem Umzug nach Irland den Pass dann in der Hand halten. Selbst wenn du in Irland wohnst, wie du gesehen hast, ist es nicht mal notwendig, dass du hier besonders viel Anwesenheit in Irland nachweisen kannst, unter der Annahme, dass du eben dieses Punktesystem hier erfüllen wirst. Nur im letzten Jahr wird eine intensive Anwesenheit tatsächlich notwendig sein. Wie gesagt, wenn du Kinder hast, ist es ja sowieso recht einfach. Wenn du dich auch für den irischen Pass interessierst oder für eine andere zweite Staatsbürgerschaft oder generell das Thema zweite Staatsbürgerschaften für dich wichtig ist, um dich abzusichern gegen Dinge wie Wehrpflicht oder auch eine Besteuerung der Staatsbürgerschaft oder wenn grundsätzlich Staatsbürgerschaft für dich einfach ein Weg ist, rauszukommen, wenn du raus musst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, zweite Staatsbürgerschaften, Steueroptimierung im Ausland.
Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.